Manchmal fällt es mir schwer, mit meinen Gedanken in der Realität zu bleiben. Schon als Kind habe ich mich viel in Traumwelten geflüchtet. Mein Vater hat sich jeden Abend eine Gute-Nacht-Abenteuergeschichte ausgedacht, mit den 3 Hunden meiner Bekannten als Hauptfiguren. Das habe ich so oder so ähnlich auch später beibehalten. Gerade abends vor dem Einschlafen oder als ich als Teenager viel auf der Couch rumlag. Manche flüchten sich in Bücher, Serien oder Social Media. Ich habe dafür mein eigenes kleines oder großes Paralleluniversum in meinem Kopf. Oftmals ausgestattet mit Charakteren, die es auch im echten Leben gibt. Manchmal sind es fiktive Charaktere aus Filmen, Serien oder Büchern. Manchmal habe ich aber auch eine Person nur für wenige Minuten in meinem Leben gesehen und nicht einmal mit ihr interagiert. Und doch hat sie sich eingebrannt in mein Gehirn. Die Handlungsstränge in meinem Universum reichen von Sci-Fi-Welten bis hin zu täuschend nahem Realismus. Ich als Hauptfigur in einer Geschichte, die irgendwie dramatischer ist als meine eigene. Was im Großen und Ganzen normal ist für jeden Menschen, nimmt bei mir manchmal überhand. Es wird dann kritisch, wenn ich dieses Paralleluniversum so viel spannender finde als mein eigenes Leben, dass ich mich nur schwer davon losreißen kann. Es wird dann problematisch, wenn ich stundenlang tagträume, anstatt meinen Alltag zu bewältigen. Ich habe es jedoch nie als ernsthaftes Problem gesehen, da es immer nur in Phasen kam. Mal ein paar Tage, mal ein paar Monate, mal ein paar Jahre am Stück. Und dann wieder Monate oder Jahre lang gar nichts. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich dem keine zusätzliche Beachtung geschenkt, bis ich gemerkt habe, dass ich damit gar nicht alleine bin. Eher zufällig bin ich über einen Artikel über maladaptives Tagträumen gestoßen. In diesem Artikel aus dem Fokus wird es wie folgt definiert. Maladaptives Tagträumen beschreibt ein übermäßiges und lebhaftes Fantasieren, welches die Funktionstüchtigkeit des Individuums stört und zu einer schweren Belastung führen kann. Ich brauche kein psychologisches Gutachten, um zu wissen, dass es das ist, was mich umtreibt. Zu wissen, dass es einen Namen dafür gibt, hat mich schon mal sehr beruhigt. Leider gibt es in diesem Bereich noch viel zu wenig Forschungsergebnisse oder anerkannte Behandlungsmethoden. Auch über die Ursachen ist noch nicht sehr viel bekannt. Eine Lösung habe ich dafür also noch nicht gefunden. Aber ich weiß nun, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit Ähnlichem kämpfen. Zumindest habe ich im Laufe der Jahre gelernt, welche Umstände die Tagträume triggern. Dazu gehört vor allem das Musikhören und natürlich auch das alleine zu Hause sein. Gerade seit ich angefangen habe zu joggen und deshalb regelmäßig Musik höre, ist es wieder schwieriger für mich geworden, mich nicht darin zu verlieren. Was mir dagegen hilft, sind Tätigkeiten, die eine Bewegung erfordern, wie zum Beispiel das Malen oder auch Autofahren. Ich bin mir sicher, dass jede Person, die das in sich trägt, ihre eigenen Methoden entwickelt hat, um es so gut es geht zu kontrollieren. Denn die Flucht vor der Realität ist nie die Lösung. Sie raubt uns die einzige Zeit, die wir auf dieser Erde haben. Jeder Tag im Leben steht uns nur ein einziges Mal zur Verfügung. Den 9. April 2023 werden wir nur ein einziges Mal erleben.
Was wir daraus machen, hängt von uns ab. Es klingt kitschig zu sagen, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Aber Fakt ist, dieser eine Tag ist der letzte dieser Art. Morgen wird so oder so Montag sein, egal ob wir einen schönen Sonntag hatten oder nicht. Aber im Nachhinein können wir nichts mehr daran ändern. Alles, was in unserer Macht steht, ist heute. Und ich möchte mein Heute nicht mehr verlieren. Ich möchte erleben, das Jetzt und an allen Tagen, die mir auf dieser Erde bleiben.